Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream mit dem Thema Silber vor dem Sprung. Disclaimer. Silber vor dem Sprung. Silber ist von der Finanzkrise 2009 von $9 auf $50 2011 gestiegen. Etwas Ähnliches dürfte von dieser Tiefe aus auch jetzt wieder passieren. Vermutlich steht Silber Jahresende bei ca. $30 und Mitte 2023 vielleicht bei ca. $60. Dann ist der Entladungsprozess vorerst vorbei und Silber geht dann womöglich in eine neue Seitwärtsphase. Die Vergangenheit lehrt uns, dass Silberanstiege relativ kurzfristig sind, relativ radikal erzeugen und dass es danach dann meist eine relativ lange Korrekturphase oder Seitwärtsphase oder auch scharfen Rückgang gibt. Ob das jetzt so ist, ist schwer zu sagen. Es kann sich jetzt auch im Prinzip von jetzt auch innerhalb eines knappen Jahres auf ca. $60 steigen. Dann geht es seitwärts und dann geht es richtig los. Das ist von diesem Punkt nicht zu sagen. Es kann auch in einem durchgehen. Wir wissen ja, 1979 stieg Silber innerhalb eines Jahres von $5 auf 50. Möglicherweise steht auch sowas bevor. Aber damit wollen wir mal lieber nicht rechnen, sondern eher, was diese Statisten zeigen, die eigentlich diese historischen Preisbewegungen von Silber jetzt einfach mal auf die aktuelle Situation rübergelegt haben und die kommen dann eben darauf, dass es innerhalb eines Jahres ungefähr bei $60 ist. Das wäre natürlich der Traum für Goldaktien, die erfahrungsmäßig besonders stark steigen, wenn Silber auch anzieht. Und ein Grund, warum Goldaktien die letzten Jahre nicht so stark gestiegen ist, weil Silber relativ im Verhältnis zu Gold enttäuscht hat. Man kann es genau andersrum sehen. Silber war lange genug unten. Es ist möglich, dass es richtig der Preis explodiert und ja im Grunde genommen sich mehr als verdoppelt. Und davon kann man ja bei Gold dann noch lange nicht von sprechen. Gold steigt dann vielleicht auf 2000, 2300, vielleicht 2500. Das sind irgendwo 30%. Keineswegs eine Verdopplung und mehr. Oder in dem Fall wäre es ja hier bei Silber sogar vom jetzigen Niveau aus eine Verdreifachung. Gut denkbar, dass es so kommt. Irgendwann steht jedenfalls dieser Silber-Spike bevor und diese enorm tiefen Positionen aktuell für Silber haben, sprechen davor, weil erfahrungsgemäß die Insider natürlich alle anderen Marktteilnehmer rausschmeißen wollen und dass die Leute Silber nicht beachten. Aber wenn es kommt, dann kommt es relativ schnell. Und ja, und dann, wenn die Leute zuschlagen, dann wird der Preis getreibt, dann gibt es eine Übertreibungsspitze. Und wenn die dann da ist, wollen alle rein und dann verbrennen sich die meisten auf die Finger. Das ist dann auch ein guter Zeitpunkt, natürlich unsere Goldaktien zu verkaufen. Es bleibt die Frage, was man dann diesen Goldaktiengewinn macht, ob man dann mehr Gold oder Silber kauft oder vielleicht sogar auch noch etwas in Cash-Position geht, falls der Silberpreis dann seitwärts oder wieder runter geht. Das wird man abwarten, wie die Situation ist. Jedenfalls, im Grunde sind die Goldaktien ja noch mehr gedrückt als Silber selbst und damit lassen sich in jedem Fall die höchsten Hebeleffekte erzielen. Ja, hier Goldprojektgenerator, Kanada, hohes Risiko. Was ist, unsere Idee ist ja, dass wir Goldaktien mit sogenannten Superlativen oder sehr guten Merkmalen kaufen, weil wir hoffen, dass die Anleger oder die großen Investoren dann sich auch auf diese Aktien stürzen, wenn sie dann wieder en vogue sind und die dann alle reinkommen wollen. Dann gucken sie natürlich nach diesen Superlativen und dann fließt das Geld rein und kann zu enormen Bewegung führen und hoffentlich auch zu Übertreibungen, die wir dann für uns nutzen können. Also hier ist das Superlativ. Es handelt sich um eine Gold-Projektgenerator, der im Red Lake-Territorium produziert, das in der Vergangenheit 28 Millionen Unzen produziert hat, also das ganze Territorium. 200 Kilometer des Gebietes grenzen auch an Great Bear Resources dran. Also Great Bear
war ja die Aktie, die von 2016, also der größte Erfolg überhaupt in letzter Zeit bei Goldaktien, die von 5 Cent auf $30 gestiegen. Und die wurde dann jetzt auch übernommen. Also quasi ein 600-Bäcker, wenn man so will. Und es ist denkbar, dass die Investoren dann sehen, oh, das ist bei dieser Superaktie mit diesen sehr großen Bewegungen, mit diesen großen Goldmengen, die sie entdeckt haben, auch hochgradiges Gold. Und diese Aktie grenzt an. Und das ist eben auch ein sehr großes Gebiet, es ist 20.000 Hektar. Gleichzeitig haben sie, liegt in der Nähe, haben sie die gesamte Infrastruktur ist vorhanden für den Bau und Betrieb einer Mine. Es ist sicheres Rechtsgebiet Kanada und sie setzen auch künstliche Intelligenzmethoden an, die sie in diesem Gebiet besonders gut eignen. Also viele Superlative dabei. Ich könnte mir vorstellen, dass dann solche Aktien aufgrund dieser Great Bear Resources Nachbarschaft durchaus sehr profitiert. Das ist natürlich hohes Risiko. Sie brauchen gute Bauergebnisse, die sie aktuell noch nicht so haben. Aber es ist denkbar, dass das dann kommt. Und mit dem allgemeinen Goldpreisanstieg hatte die Aktie dann eine Chance, schnell zu steigen. Ja, gucken wir hier nochmal rein. Also das Unternehmen hat seine Grundstücksposition in Red Lake aggressiv ausgebaut. Ihr Projekt Dixie Harlow umfasst insgesamt 20.000 Hektar, einen sehr ausgereichenden Boden mit Potenzial für viele neue Entdeckungen. Wie gesagt, von den 200 Kilometer an der Great Bear Resources angrenzen. Das Gebiet um Red Lake blickt auf eine lange Bergbaugeschichte zurück, in den vergangenen Jahr über 28 Millionen Unzen Gold gefördert wurden. Das Projekt Dixie Harlow liegt in der Nähe der gesamten Infrastruktur, gut, das habe ich schon vorgelesen, Bau und Betrieb der Mine erforderlich ist. Auch hat das Grundstück und Anschluss an Autobahnen, Straßen, Strom, Erdgasleitungen, die das Grundstück durchqueren. Und es gibt ausreichend Wasser auf dem Grundstück. Das Unternehmen selbst verfolgt aktuell 3 Gebiete mit hoher Prio. Das ist Gold in Till, das Dixie Creek und das TNT-Projekt. Schauen wir nochmal auf den Chart. Im Grunde genommen hat die Aktie eigentlich alles wieder abgegeben, was sie in der letzten Zeit, seit 2019, den letzten Tief gewonnen hat. Sie ist ja bis auf 0,5 Cent gestiegen, also von quasi 5 Cent auf 50 Cent, ein Ten-Bagger. Und ja, ich frage mich, warum soll sie sich nicht von dieser Tiefe das wiederholen, wenn der Goldmarkt wieder heißer wird, kann die Aktie also meiner Meinung nach durchaus Richtung 0,5 oder $1 steigen. Und wenn dann die Goldaktienmanie richtig sieht, wenn also Gold wirklich sich über 2000 etabliert, 2300, 2500, 2600 steuert, dann ist da alles möglich. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, am Westen ist es natürlich, es wird eine neue Great Bear, aber das ist immer ein kleines Wunder, so weit sollte man nicht denken. Aber ich denke mal, das ist eine Aktie, die natürlich ist ein Gamble-Risiko, das muss man streuen, dementsprechend ist immer möglich, dass es wirklich ein attraktives Investment sein könnte. Ja, nochmal zu diesen 3 Zielen mit hoher Priorität. Also das Gold in Till, zahlreiche Proben mit einer hohen Anzahl von Goldkörnern, die auf eine nahegelegene Goldquelle im Grundgestein hinweisen. Denn das Dixie Creek Projekt, das Zielgebiet Dixie Creek, beherbergt sowohl die Hauptstruktur LP-Trend als auch zahlreiche damit verbundene Strukturen. Auf den Trend mit LB folgt Entdeckungen von Great Bear. Also bei Great Bear, die großen Entdeckungen wurden eben auch auf den sich überlappenden LP-Fault-Territorium gemacht. Und also diese LP-Trendstruktur beherbergt die jüngste Entdeckung von Great Bear Resources mit Ergebnissen von 31,33 Gramm pro Tonne Gold auf 20 Meter und 5,2 Gramm auf 78 Meter. Und man hofft natürlich, dass man eine ähnliche geologische Struktur auch hier auf dieser Seite des Unternehmens findet, sozusagen. TNT, erste Arbeiten wiesen auf großes goldhaariges VMS-artiges Alterationssystem hin. Ansonsten setzt das Unternehmen noch künstliche Intelligenz ein. Also Red Lake ist ein ideales Umfeld für die Anwendung von künstlicher Intelligenz. Bei der Goldexploration viele Daten und bekannte Goldlagerstätten gibt es. Das wurde schon integriert sozusagen in die Berechnung.
Also Windkrieg, Geotech hat 1/3 der Grundstücksfläche, 87 Quadratmeter analysiert und 35 Goldexplorationsziele identifiziert. Also diese Windfall Geotech ist ein künstliches Intelligenzunternehmen, das sich unter anderem auch beteiligt an diesen Unternehmen und diese ganze Goldprozess effizienter macht. Dakisi sagt ja, das ist ja eigentlich Goldaktien, das ist ein 19. Jahrhundert Shoot-Train, also Eisenbahn-Business, Dampflok-Business, ja, so diese Art. Und das stimmt aber so nicht. Die modernen Technologien greifen immer mehr ein. Und es ist gut möglich, dass wir jetzt eine Phase erleben, wo die voll wirksam werden, wo die wirklich mit relativ geringen Kosten und effizient Goldstellen lokieren können und die dann dementsprechend effizienter als in der Vergangenheit abgebaut werden kann. Das mag sich auszahlen. Gut, wird man sehen. Ne? Ja, generell sind wir fasziniert, das werde ich hier eigentlich auch jedes Mal erwähnen, geht es um die Ende 1970er Jahre. Da leben in der finalen Phase diese Goldaktien, viele Goldaktien von wenigen Centbeträgen in den hohen Dollarbereich gestiegen. Also im Schnitt konnte man, wenn man einigermaßen die richtigen Aktien gewählt hat, konnte man aus $1.000, 50, 100, in einigen Fällen bis eine $250.000 machen. Und auf einen ähnlichen Effekt hoffen wir jetzt ja auch, aber das braucht natürlich jetzt wirklich auch eine starke Goldrallye, die allerdings von diesen Tiefen wirklich nicht unwahrscheinlich ist. Deswegen weisen wir darauf hin, diese Goldaktien sind unglaublich abnormal tief bewertet. Das ist ein Zeichen, dass es möglicherweise bald stark hochgeht. Und ob wir solche Bewertungen sehen, das wird sich erweisen. Aber wenn wir auch nur einen Teil davon von, sage ich mal, 20, vielleicht 30% von diesen Spitzenbewegungen, werden wir schon sehr gut dabei. Okay. Das sind die Super Goldstock-Aktien. Das ist eine kleine Auswahl, die ich den Subscribern schicke. Nochmal zum 1000-Becker-Report. Also wir versuchen derartige Aktien zu identifizieren, separieren sie nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko, berechnen diesen Potentialfaktor. Das heißt, um das Wievielfache die Goldaktien steigen kann, wenn Gold bei $2.500 ist. Da wird einfach die Marktkapitalisierung in Verhältnis gesetzt, Anzahl der Unzen Gold, Anzahl der Unzen Silber, politisches Risiko, also Länderrisiko und der Grad des Goldes oder Grad des Metalles. Wir haben auch eine Exit-Strategie dabei. Was kauft man, wenn dieser Boommarkt vorbei ist? Ja, Einlagerung von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte, also Unternehmen, das zu jedem Zeitpunkt in physische Ware entkommen ist. Bevor Sie generell Silber kaufen, einfach erstmal die Vergleichsprofile studieren, dass Sie auch nicht überteuertes Gold und Silber kaufen. Nützliche Informationen, Kontakt, ja. Weitere Informationen, Bücher, interessante Charts, andere Links, meine Kontaktdaten, falls es Fragen zum Report gibt oder generelle Fragen, wo Sie mich einfach kontaktieren können, finden Sie auch unten im Video beigefügt. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ja, würde Sie bitten, vielleicht meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Nochmal vielen Dank, bis zum nächsten Mal.